Lukas, ich habe ein ernstes Problem. Ich vergesse alles. Alles? Was meinst du mit alles? Ich vergesse, wo ich meine Schlüssel hingelegt habe. Ich vergesse Geburtstage. Ich vergesse, was ich gestern gegessen habe. Es ist schrecklich. Du vergisst, was du gestern gegessen hast? Das ist wirklich extrem. Lukas, ich habe Angst. Bekomme ich Alzheimer? Bin ich zu jung für Demenz? Nein, Anna, du hast kein Alzheimer. Du bist jung und gesund. Du hast nur ein bisschen Stress. Wirklich? Nur Stress? Das ist alles? Ja, und heute sprechen wir genau darüber. Wie funktioniert unser Gedächtnis und wie können wir es verbessern? Das ist perfekt. Ich will mein Gedächtnis trainieren. Ich will nichts mehr vergessen. Du hörst Learn German Podcast. Deutsch lernen für Level B1. Und heute Gedächtnistraining für Anfänger oder wie du dein Gehirn fit machst. Los geht's! Also Lukas, fangen wir ganz vorne an. Wie funktioniert das Gedächtnis überhaupt? Das Gedächtnis hat 3 wichtige Phasen. Phase 1 Aufnahme, Phase 2 Speicherung, Phase 3 Abruf. Das klingt kompliziert. Kannst du es einfacher erklären? Natürlich. Phase 1 Dein Gehirn nimmt Informationen auf. Du hörst etwas, du siehst etwas, du liest etwas. Okay, das verstehe ich. Das ist wie ein Foto machen. Guter Vergleich. Phase 2 Dein Gehirn speichert die Information. Es legt sie irgendwo ab. Und Phase 3? Phase 3 Du rufst die Information wieder ab. Du erinnerst dich. Du holst sie aus deinem Gehirn. Und bei mir funktioniert Phase 3 nicht. Ich kann die Information nicht wiederfinden. Das ist das Problem vieler Menschen. Die Information ist da, aber der Weg zu ihr ist blockiert. Wie ein Bücherregal? Das Buch ist da, aber ich finde es nicht? Genau, dein Gehirn ist wie eine große Bibliothek. Du hast tausende Bücher, aber du brauchst ein System, um sie zu finden. Ein System. Also brauche ich eine bessere Ordnung in meinem Kopf. Ja, und genau das lernen wir heute. Anna, wir beginnen mit dem wichtigsten Tipp, dem ersten und besten Tipp für ein besseres Gedächtnis. Ich bin bereit. Was ist der Tipp? Schlaf. Genug Schlaf. Schlaf? Das ist der beste Tipp? Das ist langweilig. Es ist nicht langweilig, Anna. Es ist wissenschaftlich bewiesen. Dein Gehirn arbeitet im Schlaf. Arbeitet mein Gehirn im Schlaf? Ich dachte, es ruht sich aus. Nein, während du schläfst, sortiert dein Gehirn die Informationen. Es entscheidet, was ist wichtig, was kann ich vergessen. Wirklich? Mein Gehirn sortiert im Schlaf? Ja, und wenn du zu wenig schläfst, kann dein Gehirn nicht richtig sortieren. Die Informationen bleiben chaotisch. Ich schlafe oft nur 5 Stunden. Das ist zu wenig, oder? Ja, Anna, 5 Stunden sind zu wenig. Dein Gehirn braucht 7 bis 8 Stunden. Aber ich habe keine Zeit. Ich muss arbeiten, lernen, Freunde treffen. Schlaf ist keine Zeitverschwendung, Anna. Schlaf ist Investition. Mit gutem Schlaf arbeitest du schneller und besser. Vielleicht hast du recht. Ich probiere es aus. Mehr Schlaf. Das ist eine gute Entscheidung. Tipp Nummer 2: Bewegung. Bewegung? Auch das hilft dem Gedächtnis? Ja, Bewegung bringt mehr Sauerstoff ins Gehirn. Mehr Sauerstoff bedeutet bessere Konzentration. Bessere Konzentration bedeutet besseres Gedächtnis. Also kann ich mein Gedächtnis verbessern, wenn ich spazieren gehe? Ja, schon 20 Minuten Spaziergang verbessern die Gedächtnisleistung. Probiere es aus. Das mache ich. Jeden Tag 20 Minuten spazieren. Okay, Lukas, ich schlafe mehr und ich bewege mich mehr. Was kommt als nächstes? Tipp Nummer 3: Ernährung. Meine Ernährung? Was soll ich essen für ein besseres Gedächtnis? Bestimmte Lebensmittel sind gut für das Gehirn, zum Beispiel Nüsse, Fisch, Eier, dunkle Schokolade. Dunkle Schokolade, das klingt gut. Ja, aber nicht die ganze Tafel auf einmal. Eine kleine Menge reicht. Warum sind diese Lebensmittel gut? Sie enthalten wichtige Nährstoffe.
Omega-3-Fettsäuren, Vitamin B, Antioxidantien. Diese Stoffe schützen dein Gehirn. Also Nüsse, Fisch, Eier, Schokolade. Das kann ich mir merken. Und trink genug Wasser. Dein Gehirn besteht zu 70% aus Wasser. Wenn du nicht genug trinkst, arbeitet dein Gehirn langsamer. 70% Wasser. Das ist viel. Ja, also viel Wasser trinken. Mindestens 2 Liter am Tag. 2 Liter Wasser. Das schaffe ich. Jetzt kommen wir zu den Gehirnübungen. Tipp Nummer 4: Dein Gehirn trainieren. Ja, das will ich hören. Wie trainiere ich mein Gehirn? Zum Beispiel mit Kreuzworträtseln oder Sudoku oder Gedächtnisspielen. Das klingt wie Oma-Spiele. Omas haben recht. Diese Spiele halten das Gehirn aktiv. Sie fordern dein Gedächtnis heraus. Und das hilft wirklich? Ja, wenn du dein Gehirn forderst, bildet es neue Verbindungen. Das nennt man Neuroplastizität. Neuroplastizität. Das klingt sehr wissenschaftlich. Es bedeutet, dein Gehirn ist wie ein Muskel. Du musst es trainieren. Wenn du es nicht trainierst, wird es schwach. Also Gehirn ist gleich Muskel. Training ist gleich starkes Gedächtnis. Perfekt, Anna. Welche Übungen sind am besten? Lerne eine neue Sprache. Das machst du ja schon. Oder lerne ein Musikinstrument. Oder lerne ein neues Hobby. Ein neues Hobby? Ja, alles, was neu und herausfordernd ist, trainiert dein Gehirn. Dein Gehirn liebt Neuheiten. Vielleicht sollte ich malen lernen oder kochen lernen. Beides sind gute Ideen, Anna. Lukas, ich habe noch ein Problem. Ich vergesse oft Namen. Namen von Personen, das ist ein häufiges Problem. Ja, ich treffe neue Leute, sie sagen ihren Namen und 3 Sekunden später habe ich ihn vergessen. Das ist peinlich. Dafür habe ich einen speziellen Tipp. Tipp Nummer 5: Die Namensmethode. Eine Methode? Erzähl mir. Wenn dir jemand seinen Namen sagt, wiederhole ihn sofort. Sag Hallo Anna oder Hallo Lukas. Hallo Anna. Das ist einfach. Dann verbinde den Namen mit einem Bild. Stell dir die Person mit etwas Lustigem vor. Mit einem Bild? Wie meinst du das? Wenn jemand Herr Müller heißt, stell dir vor, er hat eine Mühle auf dem Kopf. Müller klingt wie Mühle. Eine Mühle auf dem Kopf? Das ist lustig. Ja, je lustiger das Bild ist, desto besser kannst du dich erinnern. Dein Gehirn liebt verrückte Bilder. Also Namen wiederholen plus lustiges Bild. Das probiere ich aus. Und noch ein Tipp: Fragen Sie die Person nach ihrem Namen. Wie war nochmal Ihr Name? Das ist nicht peinlich. Es zeigt, dass du interessiert bist. Wirklich? Das ist nicht peinlich? Nein, viele Menschen verstehen das. Sie haben das gleiche Problem. Das beruhigt mich. Sein Name war Solomon Cheresewski. Er war ein russischer Journalist. Ein Journalist? Und er hatte ein gutes Gedächtnis? Ja, ein außergewöhnliches Gedächtnis. Er konnte sich an alles erinnern. Jeden Namen, jedes Datum, jede Zahl. Wirklich? An alles? Ja, aber hier kommt die Überraschung. Sein Gedächtnis war nicht perfekt. Nicht perfekt? Wie kann das sein? Er konnte sich an alles erinnern. Er konnte sich an alles erinnern, aber er konnte nichts vergessen. Jede kleine, unwichtige Information blieb in seinem Kopf. Das klingt nicht gut. War es auch nicht. Sein Gehirn war voller Informationen. Er konnte nicht mehr klar denken. Er war überfordert. Also ist ein perfektes Gedächtnis nicht gut? Nein, ein gesundes Gedächtnis vergisst auch. Vergessen ist wichtig. Vergessen hilft dir, Platz für Neues zu machen. Also ist es okay, wenn ich nicht alles behalte? Ja, Anna, es ist völlig normal und gesund, wenn du nicht alles behältst. Dein Gehirn filtert. Es behält nur das Wichtige. Das beruhigt mich wirklich. Jetzt gebe ich dir noch 3 weitere Tipps. Tipp Nummer 6:
Visualisierung. Visualisierung? Was ist das? Stell dir vor, du musst einkaufen gehen. Du brauchst Milch, Brot und Äpfel. Das ist eine einfache Liste. Stell dir jetzt eine Geschichte vor. Eine Kuh, die Brot isst und Äpfel wirft. Je verrückter die Geschichte, desto besser. Eine Kuh, die Brot isst und Äpfel wirft? Das ist verrückt. Ja, und deshalb wirst du dich erinnern. Dein Gehirn vergisst langweilige Listen, aber es vergisst keine verrückten Geschichten. Also Informationen in Geschichten verwandeln. Genau. Tipp Nummer 7: Wiederholung. Wiederholung? Das kenne ich. Ja, aber nicht einfach blind wiederholen. Es gibt eine Strategie. Eine Strategie? Erzähl mir. Die Strategie heißt Spaced Repetition. Du wiederholst die Information in immer größeren Abständen. In immer größeren Abständen? Was bedeutet das? Du lernst heute etwas, du wiederholst es morgen, dann in 3 Tagen, dann in einer Woche, dann in einem Monat. Also nicht jeden Tag, sondern mit Abstand. Genau, dein Gehirn speichert Informationen besser, wenn du sie in Abständen wiederholst. Und Tipp Nummer 8? Tipp Nummer 8: Stress reduzieren. Stress auch? Stress schadet dem Gedächtnis? Ja, Stress produziert Cortisol. Cortisol ist ein Hormon, das das Gedächtnis blockiert. Also macht Stress mich vergesslich? Ja, wenn du gestresst bist, kannst du dich schlechter erinnern. Dein Gehirn ist im Überlebensmodus, nicht im Lernmodus. Das erklärt, warum ich vor Prüfungen immer alles vergesse. Genau, das ist normal. Tief durchatmen, entspannen, dann kommt die Erinnerung zurück. Also Lukas, fassen wir zusammen, was wir heute gelernt haben. Punkt 1: Genug Schlaf. 7 bis 8 Stunden pro Nacht. Punkt 2. Bewegung. 20 Minuten spazieren jeden Tag. Punkt 3: Richtige Ernährung. Nüsse, Fisch, Eier, dunkle Schokolade und viel Wasser. Punkt 4. Gehirn trainieren. Rätsel, neue Sprachen und neue Hobbys. Punkt 5: Namensmethode. Namen wiederholen und mit lustigen Bildern verbinden. Punkt 6. Visualisierung. Informationen in Geschichten verwandeln. Punkt 7: Spaced Repetition. In immer größeren Abständen wiederholen. Punkt 8. Stress reduzieren. Entspannen, tief durchatmen. Und vergiss nicht, es ist okay, nicht alles zu behalten. Vergessen ist normal. Dein Gehirn filtert. Und jetzt kommt die Aufgabe für euch, liebe Zuhörer. Ja, eure Aufgabe für diese Woche. Probiert 2 unserer Tipps aus. Zum Beispiel macht jeden Tag einen 20-minütigen Spaziergang oder esst mehr Nüsse. Schreibt in die Kommentare, welche Tipps ihr ausprobiert habt und wie es sich angefühlt hat. Und jetzt kommt der Challenge für diese Woche. Ein Challenge, ich bin bereit. Lernt diese Woche 3 neue Vokabeln jeden Tag, aber mit der Spaced Repetition Methode. Das ist eine tolle Aufgabe. Und vergesst nicht, euer Gehirn ist ein Muskel. Trainiert ihn und er wird stärker. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Lernende. Wir hoffen, diese Folge hat euch geholfen. Und jetzt gehe ich spazieren. Ich muss mein Gehirn trainieren. Gute Idee, Anna. Und ess danach ein paar Nüsse. Mach ich. Tschüss zusammen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und denkt dran, ein gesundes Gedächtnis ist ein trainiertes Gedächtnis. Und jetzt ab zum Spaziergang. Tschüss.